Warum muss man eigentlich Steuern und Krankenversicherung auf Witwenrente zahlen? Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für einen Verstorbenen. Viele verstehen das nicht, empfinden das als Abzocke und regen sich darüber auf. Ehrlich gesagt, es ist auch schwer zu verstehen. Ich erkläre Ihnen heute, warum das so ist. Mein Name ist Jutta Martin und ich leite seit 1993 eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins. Von daher bin ich immer bemüht, alles so praxisnah wie möglich zu erklären. Ich hoffe, dass Sie am Ende des Videos mehr Verständnis für dieses leidige Thema haben und ich etwas Licht ins Dunkle für Ihr Verständnis bringen konnte. Schauen Sie sich deswegen das Video auch unbedingt bis zum Ende an und abonnieren Sie auch gerne meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Krankenversicherung und Steuern auf Witwenrente, genau das schauen wir uns jetzt mal etwas näher an. Vorweg noch eine kleine Bemerkung, also Witwenrente, Witwerrente, Hinterbliebenenrente oder Rente wegen Todes, damit ist alles gemeint und ich unterscheide jetzt auch hier nicht zwischen weiblich und männliche Personen. Ja, also der Verlust des geliebten Partners durch Tod ist ja nun wirklich ein schwerer Schicksalsschlag, egal ob vorhersehbar oder plötzlich. Gleichzeitig sind damit aber auch finanzielle Veränderungen verbunden. Deshalb ist es wichtig, den Antrag auf Hinterbliebenenrente schnellstmöglich zu stellen. Man bekommt die Witwenrente also nicht automatisch. Sie muss bei der Rentenversicherung des verstorbenen Partners beantragt werden. Ja, und dieser Antrag, der ist lang und komplex und die Bürokratie in Deutschland eben nicht einfach. Hinzu kommt oft eine sehr lange Bearbeitungszeit und die kann sich natürlich, wenn der Verstorbene privat krankenversichert war, noch mehr in die Länge ziehen. Beachten Sie unbedingt, dass die Rentenversicherung die Hinterbliebenenrente rückwirkend bis zu 12 Monate zahlt, und zwar vor dem Monat, in dem man den Antrag gestellt hat. Liegt dann endlich der Bescheid über die Witwenrente vor, stellen viele mit Erstaunen fest, dass Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung noch von der Rente abgezogen werden, so quasi als würde die verstorbene Person noch leben. Leider ist das so und das ist auch gesetzlich geregelt im SGB V, also im 5. Sozialgesetzbuch. In der Krankenversicherung der Rentner, Abkürzung KVDR, ist pflichtversichert, wer eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung wegen Alters, wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Todes beantragt hat und die sogenannte Vorversicherungszeit erfüllt. Dazu ist eben auch ein Antrag nötig. Der Antrag auf Witwenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung ist nicht einfach nur ein Antrag, nein, es ist ein ganzes Formularpaket. Also spätestens hier sind viele überfordert, schieben die Antragstellung hinaus und verschenken so unter Umständen mehrere Monatsrenten. Und aufgrund der Vielfalt der Formulare geben hier schon manche auf, sind genervt, frustriert und werden quasi abgezockt. In dem Formularpaket sind über 20 Formulare inklusive Antrag, Anleitung, Merkblatt zur KVDR, Fragebogen, Ergänzungsblatt und so weiter enthalten. Zwar treffen nicht alle Formulare auf jeden zu, dennoch müssen Sie sich erst da einmal durcharbeiten, aber das zeige ich Ihnen gleich nochmal ganz konkret am Beispiel. Also schon bei der Antragstellung auf Witwenrente werden Sie mit der Krankenversicherung des Verstorbenen konfrontiert. Vielen ist das gar nicht bewusst, weil sie ja in dem Moment eigentlich ganz andere Sorgen haben, ja. So, in den ersten 3 Monaten nach dem Tod des Ehepartners erhalten Sie ohne Anrechnung von eigenem Einkommen die volle Rente, die der Verstorbene bezogen hatte oder eben bezogen hätte. Diese 3 Monatsrenten können Sie bei der Post als Vorschuss anfordern. Dazu füllen Sie eine Änderungsanzeige aus, also das ist jetzt bei denen, die schon Rente bezogen hatten, legen die Sterbeurkunde und die Heirats- oder Partnerschaftsurkunde und die Personalausweise von Ihnen und Ihrem verstorbenen Partner vor und geben Ihre Bankverbindung an. Auch die Bestattungsunternehmen erledigen diese Formalität für Sie. Wer sich ganz unsicher ist, kann die Hilfe von einem Sozialverband holen. Die bekanntesten Sozialverbände sind der VDK,
also ursprünglich Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e.V. oder der SOVD, der Sozialverband Deutschland, das ist der ehemalige Reichsbund. Der Jahresmitgliedsbeitrag liegt unter 100 € und ist somit wirklich sehr günstig. Diese Verbände beraten auch in Rechtssachen und übernehmen auch bestimmte Rechtsstreitigkeiten, und viele schwören auf diesen Verband. Ich kann mir dazu kein Urteil erlauben. Ich habe ihn noch nicht in Anspruch nehmen müssen. Und diesen Beitrag zum SOVD oder zum VDK können Sie auch in Ihrer Steuererklärung steuerlich geltend machen. Jetzt schauen wir uns erst einmal live diese Wahnsinnsvordrucksflut an. Wir befinden uns jetzt auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung. Sie haben die Möglichkeit, hier auch eine andere Sprache auszuwählen. Wir behalten hier Deutsch bei und hier sehen Sie schon Formularpaket Witwenrente und Witwerrente einschließlich Krankenversicherung der Rentner. Und dieses Formularpaket hat hier ganz viel verschiedene Anträge, Meldeblätter, Informationen, Fragebögen und so weiter. Sie können sich das Paket herunterladen und teilweise auch am Bildschirm ausfüllen. Dann schauen wir uns mal den Antrag an. Sie sehen hier oben schon eine von 19 Seiten. Das ist der Vordruck R0500. Hier fängt es an, beantragen Sie die kleine oder große Witwenrente, und dann wird alles Mögliche abgefragt. Das ist schon eine Welle Wahnsinn hier, dann die ganzen Angaben zum Verstorbenen. Und wen das interessiert, der kann mal spaßenshalber auf die Seite der Deutschen Rentenversicherung gehen und sich diesen Antrag mal ganz in Ruhe zu Gemüte führen. Es sind dann auch noch einige Zusatzblätter erforderlich. Ja, wir sind jetzt hier auf Seite 11, 12. Es geht wirklich, es ist der Wahnsinn in Deutschland mit diesen ganzen Formularen. Und natürlich ist hier auch noch eine Erklärung zum Schluss hier enthalten. Aber viele geben auf und sagen, nein, also das geht gar nicht. Zu jedem Antrag auf Witwenrente muss auch dieses Formular hier, Meldung zur Krankenversicherung der Rentner, ausgefüllt werden. Sie sehen hier oben, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, Seite 1 von 12. Also es ist schon wieder eine Wahnsinnswelle an Formularen. Sie müssen jetzt hier Angaben zur versicherten, also zur verstorbenen Person, zum Krankenversicherungsverhältnis und so weiter machen. Das geht über 7 Seiten. Wie gesagt, wer Interesse hat, kann sich das mal selber auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung runterladen. Und dann haben wir hier eine leere Seite, und Seite 9 bis 12 sind dann die Erläuterungen zur Meldung der Krankenversicherung der Rentner. Also wer Witwenrente bekommt und dann aus allen Wolken fällt, dass Krankenversicherungsbeitrag abgezogen wird, der hat irgendwie den Antrag nicht richtig ausgefüllt oder hatte jemand, der ihn für ihn ausfüllt. Denn schon bei der Antragstellung auf Witwenrente wird man mit diesen Sachen zur KVDR, Krankenversicherung der Rentner, konfrontiert. Ja, und zu guter Letzt gibt es auch noch ein Ergänzungsblatt zur Meldung der Krankenversicherung der Rentner. Das hat ausnahmsweise mal nur eine Seite. Auf jeden Fall wird der Antragsteller mit der Krankenversicherung des Verstorbenen schon bei Antragstellung, wie gesagt, konfrontiert. Also es kann keiner sagen, ich habe davon überhaupt nichts gewusst. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Die Witwenrente, die hat eine Unterhaltsersatzfunktion und stellt Einkommen dar. Und Einkommen sind steuerpflichtig. Wenn der Verstorbene sozialversicherungspflichtig angestellt war, wird weiter ein Krankenkassenbeitrag abgezogen, weil von jedem sozialversicherungspflichtigen Einkommen ein entsprechender Anteil dafür abgezogen wird. Oder anders ausgedrückt, ist die Rente genau wie Gehalt sozialversicherungspflichtig. Die einkommenssteuerrechtliche Behandlung ist im Alterseinkünftegesetz geregelt. Wie viel Steuern ein Rentner letztendlich zahlen muss oder auch nicht, das hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Liegt das zu versteuernde Einkommen über dem Grundfreibetrag, fällt Einkommensteuer an.
Hinterbliebenenrente unterliegt genauso der Steuerpflicht wie der Unterhalt an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehepartner. Die Zahlung von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung ist gesetzlich geregelt im SGB V, das ist das 5. Sozialgesetzbuch. Die Besteuerung der Renten regelt das Alterseinkünftegesetz. Jede Anpassung der Witwenrente ist zu 100% steuerpflichtig. Das übersehen auch immer viele. Wer keinen oder verspätet einen Antrag auf Hinterbliebenenrente stellt, der verschenkt Geld auf Nimmerwiedersehen. Das ist traurig, aber leider auch in der Praxis gar nicht so selten. Und ganz zum Schluss nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wer sich für das Rentensplitting entschieden hat, hat keinen Anspruch auf die Hinterbliebenenrente, weil ja die Rentenansprüche schon zu Lebzeiten aufgeteilt wurden. Bitte beachten Sie das unbedingt. Bei Realsplitting gibt's keinen Anspruch auf Hinterbliebenenrente. Ja, meine lieben Zuschauer, leider ist es oft so in der Praxis, dass durch diese Flut von Anträgen die Leute ja in Panik verfallen und resignieren und ja dann einfach aufgeben und auf diese Art und Weise Hunderte oder Tausende von Euros verschenken, die der Staat natürlich gerne kassiert. Man kann also mit Recht sagen, dass gerade bei diesem leidlichen Thema wirklich viele abgezockt werden. Deswegen meine Empfehlung, mein Rat an Sie: Holen Sie sich professionelle Hilfe. Manche haben auch Glück und haben einen ja positiv eingestimmten Sachbearbeiter bei der Rentenversicherung, der dabei behilflich ist. Oder Sie nutzen eben die Dienste von den Sozialvereinen, die ich schon im Video erwähnt habe. Schreiben Sie unten in die Kommentare, wie Ihre Meinung zu dem Thema ist. Ich bin gespannt. Alles Gute, bis zum nächsten Video wünscht Ihnen Jutta Martin.